5 Tipps für ein entspanntes Homeschooling in der Corona-Krise. Du fragst dich, wie du mit der Kinderbetreuung zu Hause klarkommen kannst. Du bist vielleicht schon gedanklich voll am Limit wegen allem, was passiert oder vielleicht nicht passiert. Und jetzt hast du auch noch die Kinder am Hals und bist gerade Aushilfslehrerin oder Aushilfslehrer. Ja, also ich bin Schuldirektorin. Ja, klar. Hier bekommst du jetzt 5 Tipps, um nicht durchzudrehen, sondern das Beste aus dieser verrückten Zeit zu machen. Für dich und deine ganze Familie. Ich bin Priscilla. Ich bin Jonas. Herzlich willkommen bei Bucher Media. Das hier ist jetzt der erste Teil eines mehrteiligen Videos, wo es um die spannende Frage geht, wie wir als Eltern den Fernunterricht während der Corona-Krise gut überstehen. Das zweite Video folgt irgendwann die Tage, gell? Ja. Hoffentlich. Wir sprechen ganz kurz darüber, wer wir sind und was wir tun. Wenn du das überspringen möchtest, beziehungsweise gleich zu dem Punkt kommen möchtest, der dich interessiert, dann kannst du einfach unten die Timestamps benutzen. Nach 12 Jahren im Mediengroßstadtdschungel München sind wir in unsere Schweizer Heimat zurückgekehrt und haben hier Bucher Media gegründet. Gell? Ja, also wir sind beides ganz gewöhnliche Viertelbünzler, Schweizer Bürger. Naja, aber das ist den 12 Jahren zu verdanken, wo wir in München waren, das einfach perfekte und akzentfreie Hochdeutsch. Haben wir gelernt. Aber Schweizerdeutsch, andersrum kann man ja nicht lernen. Nein, chancenlos. Aber man kann einfach so einen Schalter drücken, auf Knopfdruck können wir Hochdeutsch sprechen. Wir machen hier regelmäßig Videos über unseren Alltag, unsere Erfahrungen und Herausforderungen als Content Creator. Und heute kommt noch eine Dimension dazu. Wir sind nämlich auch Human Creator. Was ist das? Wir haben in unserem Leben nicht nur ganz viel Content created, sondern auch 2 wundervolle Kinder kreiert. Stimmt. Hat auch Spaß gemacht. Wenn dich diese Art von Videos interessiert, dann abonniere den Kanal und aktiviere auch gleich die Glocke. Als Content Creator sind wir in unserer eigenen Firma angestellt und da sind wir natürlich immer froh, wenn die Kinder in der Schule versorgt sind, dass wir Vollgas geben können. Und wenn dann Mittagszeit ist und die Kinder nach Hause kommen, da kümmert sich immer einer von uns darum. Und auch wenn sie am Nachmittag keine Schule haben, dann sprechen wir uns halt immer ab und schauen, was die beste Lösung ist, eigentlich jeden Tag. Einfach flexibel. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Zuerst sind die Aufträge eingebrochen, von heute auf morgen. Mir wurde erst dann so richtig bewusst, dass wir so viel für Events machen, dass wir Content kreieren für Events, weil ich denke sonst immer so in Produkten, wir machen einen Trailer für die und die Firma oder einen Imagefilm oder Bewegtbild für eine LED-Leinwand, aber eigentlich ist das allermeiste immer für Events. Und Events sind Die sind gerade nicht so angesagt. Gerade nicht so hoch im Kurs. Nee. Also alles weg von heute auf morgen. Eine neue Situation, mit der wir klarkommen müssen. Und dann haben auch noch die Schulen geschlossen. Also während wir den Motor am Laufen halten wollen, müssen wir jetzt auch noch ein Stück weit unsere Kinder betreuen. Ein großes Stück weit. Ja. Alles, was... Und da gibt es einige Tücken und Herausforderungen. Und das ist für uns Grund genug, ein Video zu machen, weil wir wirklich davon ausgehen, dass viele Eltern vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie wir und es bestimmt einen Bedarf gibt an Tipps und Tricks. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass es vielen Eltern ähnlich geht, auch wenn die Voraussetzungen natürlich komplett unterschiedlich sein können. Und jetzt präsentieren wir euch unsere 5 Tipps für ein entspanntes Homeschooling in der Zeit von Corona. Tipp Nummer 1. Erstmal für die Kinder da sein. Es ist jetzt unglaublich wichtig, den Kindern Sicherheit zu geben. Und zwar innerlich. Natürlich haben sich unsere Kinder mega gefreut, als sie gehört haben, dass sie keine Schule mehr haben und es war eine kleine Feier los. Es sind einfach Kinder. Ja, die haben das voll gefeiert. Ist ja klar. Ja. Hätten wir auch so gemacht. Natürlich. Aber natürlich ist es so, dass die Kinder vieles mitkriegen, was gerade so läuft. Vielleicht sogar mehr, als wir denken. Ja, und es kann wirklich gut sein, dass sie sich Sorgen machen, es aber nicht wirklich richtig kommunizieren können. Ja, und deswegen ist es für uns auch einfach enorm wichtig, dass wir in Ruhe mit unseren Kindern immer wieder reden können. Wir haben es zum Beispiel uns angewohnt, dass wir am Abend immer eine Fragerunde machen und jeder von uns erzählt einfach gerade, was ihn beschäftigt oder was ihm besonders gefallen hat.
Und da ist einfach die Zeit und der Raum wirklich anzukommen als Familie und den Kindern auch diesen Raum zu geben, dass sie auch in dieses Reflektieren reinkommen können und dass wir es dann auffangen dürfen. Ja, und wir fragen nicht, was beschäftigt dich, sondern wir sagen, sagt jeder mal, was ihm am besten gefallen hat an dem heutigen Tag und eine Sache, die ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und da kommen dann die Kinder ganz natürlich darauf zu sprechen, was sie beschäftigt. Weil wenn man einfach nur fragt, sag mal, Schatz, was beschäftigt dich denn? Dann sagen die wahrscheinlich... Lass mich in Ruhe. Ja. Also nicht gleich in die Hausaufgaben oder den Schulstoff stürzen, sondern es wirklich auch einfach Zeit dalassen, wo sie sein dürfen und ihre Gedanken reflektieren können. Das war Tipp Nummer 1 und jetzt geht es gleich weiter zu... Tipp Nummer 2. Richtig. Und zwar Arbeitsplatz einrichten. Das klingt logisch, aber es ist auch wichtig zu beachten, dass die Kinder wirklich einen Arbeitsplatz haben, wo sie sich ein bisschen ausbreiten können und wo sie wirklich auch in einer gesunden Haltung arbeiten können und zwar auch für eine längere Zeit. Also ich meine jetzt nicht am Stück, das vielleicht auch, aber es könnte ja sein, dass die ganze Sache noch bis zu den Sommerferien läuft. Wer weiß das schon? Also wir wollen ja nichts hinaufbeschwören, aber Bitte nicht. man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Deswegen ist es eben wichtig, dass die Kinder natürlich einen Ort haben, wo sie ungestört arbeiten können und sich konzentrieren können. Und das kann durchaus auch am Küchentisch sein, wenn man diesen Platz nicht hat im Kinderzimmer, finde ich. Also wenn es da muss man dann halt am Mittag essen oder am Abendessen das aufräumen. Aber einfach nur, dass man sich bewusst macht, das Kind braucht einen Platz zum Arbeiten. Nicht am Boden. Ja. Tipp Nummer 3. Ja, Tipp Nummer 3. Habt Spaß, macht Pausen. Yay! Ja, und macht euch bewusst, dass diese Zeit im Hier und Jetzt kostbar ist. Auch wenn man gerne möchte, dass es jetzt anders wäre. Wir würden auch gerne einfach unsere Aufträge machen und die Kinder gut versorgt in der Schule wissen, aber es ist jetzt einfach nicht so. Ja, man will, dass es vorbei ist, aber das ist die Gegenwart, in der wir jetzt leben. Das Hier und Jetzt ist auch wichtig und wertvoll. Ja, wir haben heute zum Beispiel spontan ein Video für Instagram gemacht. Ja. Könnt ihr euch reinziehen. Also es ist auch, tut den Kindern auch gut, wenn sie einfach zwischendurch auf andere Gedanken kommen. Ja, nutze vielleicht diese komisch verrückte Zeit, um mit den Kindern mal etwas Lustiges, etwas anderes zu machen. Raus aus der Routine, rein ins Spaßige. Ja, irgendeinen Spaß in einem ungewohnten Umfeld, vielleicht eben im schulischen Umfeld zu Hause. Irgendwas einbauen, wo sie sich irgendwann zurückerinnern an den Frühling 2020 und an alles, was da war und dass da auch was Lustiges dabei war, was richtig cool war. Und Tipp Nummer 4, Struktur. Wir kommen doch zur Struktur. Zuerst Routine unterbrechen und jetzt Struktur. Ja, Struktur ist wichtig. Ja, ist mega, halt so. mega wichtig. Aber es ist für uns auch der schwierigste Punkt, das natürlich in dem Video darzulegen, weil da ist es wirklich so, dass das so individuell ist. Aber trotzdem glauben wir, dass wenn wir jetzt von unserer Struktur erzählen, dass da Gedanken dabei sind, die für jeden inspirierend sein können, wo er das auf sein Leben implementieren kann. Auch wenn du eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater bist, wo die Voraussetzungen komplett anders sind als bei uns, ja. Es soll trotzdem einfach inspirierend sein und Mut machen. Ja, und zwar, du kümmerst dich um die Schulangelegenheiten unseres Sohnes und Richtig. Ich kümmere mich um die Schulangelegenheiten unserer Tochter. Klar getrennte Aufgabenteilung. Ja, und nebenbei bin ich dann auch noch die Schuldirektorin. Ein sehr herausfordernder Job. Den Witz haben wir am Anfang schon gemacht. Nee, das ist kein Witz. Ach so. Dann bin ich der Gesundheitsminister. Gibt es das in der Schweiz? Den Gesundheitsminister. Du musst irgendwas im Schulareal sein. Du kannst ich meine Abwart Bildungsminister sein. Natürlich. Du kannst der Abwart sein oder die Bibliothekarin. Ja, und? Wo waren wir? Struktur. Also Struktur. Weiter. Strukturiert vorwärts. Ja, und wir versuchen so gut wie möglich die Tagesroutine beizubehalten. Apropos Tagesroutine. Wir haben mal ein Video gemacht über... Oder? Morgenroutine. Ja, das kommt ist aber erst noch gar nicht online. Das muss ich noch schneiden. Egal. Wenn es dann online ist... Ja, jetzt hör auf, die Struktur zu unterbrechen. Okay, weiter geht's. Du machst alles kaputt. Weiter geht's. Okay, gut. Mega wichtig, Tagesroutine.
Wir stellen uns den Wecker, wir stehen vor 7 auf, wir frühstücken zusammen und nach dem Frühstücken wird gleich gearbeitet. Mega wichtig. Da kriegt jeder seinen Platz. Und dann gibt es auch Znüni. Ja, zwischendurch gibt es Znüni, dann gibt es Zvieri, das Mittagessen. Ja. Genau. Aber es gibt schon einen festen Ablauf. Gibt einen festen Ablauf. Und wir dürfen ja doch zwischendurch Bürosachen machen. Das heißt ja nicht, dass wenn wir keine Aufträge haben, dass wir nicht die Buchhaltung machen müssen. Ja, YouTube-Videos. Genau, ich darf noch Menschen beraten, die erkrankt sind. Zwar mache ich Ernährungsberatung und das mache ich zwischenher. Das heißt, wir sitzen alle in unserer kleinen Wohnung an unseren zugeteilten Arbeitsplätzen und arbeiten den ganzen Vormittag. Und die Kids kommen andauernd und sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So oft kommen die nicht. Du musst dann mal halt drüber schauen und auch was abhaken. Ja, du hast unseren 11-jährigen Sohn. Ja, das ist ganz praktisch, habe ich mir gut eingerichtet. Hast du dir gut eingerichtet. Ja, ist gut. Genau, und dann kommt natürlich noch Bewegung dazu. Wir haben einen kleinen Hund und da wir ja noch rausgehen dürfen, Da ist er. der liegt am Boden und pennt, dürfen sie rausgehen und spazieren. Und was wir jetzt auch anfangen, und das ist auch so ein schulischer Auftrag, und zwar jonglieren. Ab morgen wird jongliert. Okay. Das kommt dann im nächsten Video vor. Wichtig, bei uns in der Familie ferngeschaut wird erst gegen Abend. 1 Stunde. Dürfen wir Netflix-Werbung machen? Auf Netflix. Gibt jetzt auch Disney Plus. Amazon Prime ist hier nicht so verbreitet. Schweizer Fernsehen empfehle ich. Ah ja, und pünktlich ins Bett gehen, auch wenn alles drunter und drüber ist und anders und so, da brauchen halt, glaube ich, die Kinder schon diese Regelmäßigkeit und gehen pünktlich ins Bett. Ja, und wir sind ja auch mega müde um 9 und wollen einfach schlafen. Wir wollen auch ins Bett um 9. Und Tipp Nummer 5? Tipp Nummer 5, keine Ahnung. Da brauchen wir deine Hilfe. Was ist Tipp Nummer 5? Schreibe es bitte in die Kommentare, weil ich glaube, es kann jeder damit was anfangen. Oder es ist einfach hilfreich, wenn wir einander unsere Tipps geben, wie wir durch diese herausfordernde Zeit kommen. Also schreib gern deinen Tipp für Homeschooling während der Corona-Krise unten in die Kommentare. So können wir alle was davon lernen. Aber nochmal zurück zum Fernsehschauen. Ja. Wir zeigen immer oder oft hier ein Beispiel, ein Projekt aus unserem Portfolio als Content Creator, was zum Thema passt. Und jetzt ist es ja ein Thema, was jetzt nicht direkt mit unserer Arbeit zu tun hat. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger da, aber ich glaube, wir haben was gefunden. Es ist ein Trailer, der das Zielpublikum Familie hat. Passt doch, oder? Ja, ich würde schon sagen. Und danach sehen wir uns gleich nochmal, gell? Wo die See den Himmel küsst, wo die Welle sich versüßt. Stopp! Das ist unser Tag. Am Freitagabend singen, tanzen und lachen wir mit der ganzen Familie. Das sind wir so gewohnt. Machen wir uns bereit. Und los geht's. Vorwärts! Oh! Verschlumpft gut. Wirklich sehr gut. Gemeinsam ins Wochenende starten. Schlumpfkuscheln! Auf uns und unsere Familie. Mit den Spielfilmen für die ganze Familie. Immer freitags um 20.15 Uhr in Sat.1. Schlumpfkuscheln finde ich schön. Das machen wir jetzt immer noch. Ich habe nämlich den Trailer natürlich auch den Kindern gezeigt und die fanden den natürlich super. Und dann machen wir jetzt immer Schlumpfkuscheln. Wenn ich dann rufe Schlumpfkuscheln, dann kommen alle und wir kuscheln. Schön, oder? Wollte ich noch sagen. Wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar mit euren Tipps oder eurem Goldtipp für das Homeschooling während der Corona-Krise. Damit wir alle stark bleiben und positiv und nicht durchdrehen. Ja, richtig. Das ist einfach wichtig, einfach nicht durchzudrehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert gern diesen Kanal. Wir machen regelmäßig Videos aus unserem Alltag als Content Creator mit Tipps und Tricks. Und derweil bleibt gesund und seid nett zueinander.